Letztes Jahr haben meine Eltern für unseren Weinstock eine eigene teure Presse gekauft. Das Klumpert ging aber beim ersten Mal verwenden kaputt. Und deswegen baue ich mir für diesen Herbst eine eigene. Und wie ich mir die Presse gebaut habe und ob sie auch funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Aus einem alten Heliumtank vom Sperrmüll schneide ich mir die Ringe für das Pressfass. Aus Schwarteln, die vom Ahornbäume aufschneiden überblieben, schneide ich mir die Leisten für das Fass. Der Abstand der Leisten liegt ungefähr bei 2 mm. Den Boden sowie die Pressplatte habe ich übrigens auch aus Ahorn verleimt, und zwar erst die Bretter nebeneinander und dann über Kreuz. Die Boden und die Pressplatte müssen auch dick genug sein, um den Druck standzuhalten. Auf die Unterseite der Platte schneide ich die Einlassungen für die Stahlkonstruktion, auf der Oberseite habe ich die Ablaufrinne gefräst. Die Platte in der Mitte habe ich nur, damit das Fass zentriert steht. Ich glaube nicht, dass man die unbedingt braucht. Die Ablaufrinne habe ich übrigens aus einem Lärchenast gedrechselt. Das ist mein Lieblingsdrechselholz. Ein Stück Gummischlauch tut da aber genauso.
Beim Bau des Stahlrahmens muss man darauf achten, dass das Kreuz auch wirklich rechtwinkelig und vor allem plan ist, damit die Pressplatte später auch gut aufliegt und nicht eventuell durchbricht. Die Schweißnähte sollten den Druck eines 3-Tonnen-Wagenhebers auch aushalten. Ich habe dann die Presse noch eingewachst mit einer Mischung aus Bienenwachs und Olivenöl. Das Holz hat sich aber durch den Traubensaft trotzdem verfärbt, es hat also nicht wirklich was gebracht. Zum Pressen für die Trauben verwende ich ein einfaches Stoffsackerl. Man kann übrigens genauso geschredderte Birnen oder Äpfel damit pressen. Ich verwende diesen alten 1,5 Tonnen hydraulischen Wagenheber, der war aber fast ein bisschen zu schwach, deshalb werde ich mir noch einen neuen mit 3 Tonnen kaufen. Die sind mit 15 bis 20 Euro, finde ich, relativ billig. Pressen durch die 4 Steigen an Trauben von unserem Weinstock. Die haben sehr viel Kerne und das ist der Grund, warum wir die auch zu Saft verarbeiten. Solche Holzblöcke dienen dann einfach als Distanzhalter. Aufgrund des etwas zu schwachen und alten Wagenhebers war mir der Presskuchen noch nicht trocken genug. Ich habe also einfach nur mit einem halben Liter Wasser das Ganze nochmal aufgekocht und einfach nochmal gepresst. Die zweite Pressung war richtig weinrot und brachte nochmal circa die doppelte Menge an Traubensaft. Jetzt war der Presskuchen wirklich super trocken. Das war alles, was von den 4 Steigen überblieb und darüber freuen sich die Hühner. Wenn man den Saft lagern will, empfiehlt es sich noch, den vorher abzukochen und heiß abzufüllen. Aus diesen 4 Steigen sind jetzt 7 Flaschen geworden und das sind insgesamt genau 6 Liter, ein bisschen mehr sogar. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal, das kostet euch nichts. Und wenn ihr noch mehr so Sachen sehen wollt, wie Messerschmieden oder Bootsbauen oder etwas über Wasserstoff oder Chemie, dann könnt ihr euch ja gerne ein bisschen auf meinem Kanal umschauen. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!